Absolut. Also das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte. Und der Sven Korndorfer, der Vorstand von der Wertekommission, hat ja in seinem Buch das so schön beschrieben. Es gibt eben Manager, die führen lieber Excel-Listen als Menschen. Schöner Ich habe Satz. ich hab damals in meinem Buch geschrieben, wer führen will, muss Menschen lieben. Also wenn ich mit Menschen nichts anfangen kann, dann tauge ich als Führungskraft eigentlich nichts. Und was ich immer ganz toll finde nach wie vor, weil viele lästern ja über die Bundeswehr. Ich war früher bei der Bundeswehr, ich war 12 Jahre da, also 9,5 aktiven Diensten, 2,5 Jahre während der Dienstzeit habe ich dann schon studiert. Aber ich war Oberfeldwebel und als auf dem Feldwebellehrgang haben wir etwas ganz Entscheidendes gelernt. Da wurde uns gesagt, es gibt 3 Formen der Autorität. Die der Hierarchie, die habt ihr hier auf eurer Schulter, ne? Oder seht ihr bei der, so. Dann die fachliche Autorität, also was wisst ihr in eurem Fachbereich? Und die persönliche Autorität. Und dann haben Mhm. die uns bei der Bundeswehr gesagt, ohne persönliche Autorität könnt ihr die beiden anderen komplett vergessen. Mhm. Arbeitet daran. Das ist das, warum die Leute euch folgen und warum die Leute euch gehorchen, wenn ihr eine persönliche Autorität habt. Und ich glaube, das ist dieses Thema, wo wir dann wieder sind, persönliche Weiterentwicklung und eben auch mal sagen, okay, vielleicht besorge ich mir mal einen Coach, weil es geht ja um die persönliche Weiterentwicklung. Und dann kann ich auch als knallharter Testosteron-Performer womöglich erkennen, wie wichtig das ist, also wie wichtig auch die anderen Menschen in meinem Unternehmen sind. Aber natürlich ist, eine Wertschätzung ist keine Einbahnstraße. Auch das sage ich immer ganz gerne, weil man hört ja auch oft so dieses Gemecker über die Führungskräfte. Nein, also Wertschätzung ist keine Einbahnstraße. Und es geht nicht nur um die Wertschätzung von oben nach unten. Ja. Es sollten auch die Mitarbeitenden erkennen, dass sie auch mal wertschätzen, was die Führungskräfte leisten. Und die sind nicht alle doof, sind die nicht. Im Gegenteil, da sind ganz schlaue, pfiffige Leute bei, auch wenn die eben halt eine andere Signatur haben, die ticken halt anders. Also, das ist, ich sage mal, an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, wir schneiden auch ein paar Highlights raus und ich habe gerade in den letzten 5 Minuten, habe ich mindestens 2 Sätze schon jetzt im Kopf, wo ich sage, die schneiden wir hundertprozentig raus und rahmen die quasi digital oder videotechnisch ein. Lieber Jürgen, vielen Dank, es war mir eine Ehre, nein, es ist mir eine Ehre, es ist mir immer noch eine Freude, wobei wir es jetzt für heute erstmal beschließen. Ich sage nochmal herzlichen Dank. Was wären deine famous last words an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer? Ganz kurz und knackig. Bumm. Seid wertschätzend. Dann ergibt sich ganz viel von allein. Wunderbar. Vielen Dank und Georg, ich danke an dich, dass ich hier das erzählen durfte. Ich finde das eine tolle Idee. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich die Gelegenheit hatte und das durfte. also ich kann sicher sagen, wir werden demnächst weiter jammen und weiter diskutieren, weil da gibt es so viele Ansatzpunkte in verschiedenen Richtungen. Also ich habe, wie gesagt, große Freude erlebt heute und ich werde mir da diese Das Energie freut mich. mitnehmen. Und ich hoffe, wir konnten auch noch die oder den einen oder anderen auch nochmal ordentlich anzünden im Sinne von Rethink, Restart oder auch Reflect oder wie auch immer. Und ja, in diesem Sinne, es ist Freitag früh um 10:20 Uhr und in diesem Sinne schließen wir heute mal diese sehr illustre, sehr schöne Runde. Vielen Dank. Danke auch.